Komm, mach es. Mach es. Schön. Ja, ach so. Ja, willkommen zurück zu Genshin Impact zusammen mit Eike. Ja, letztes Mal war Eike ja nicht dabei, weil das Kapitel nicht gespielt hat. Leider gingen dadurch ein paar Hintergrundinformationen verloren, die ich nicht gerafft habe. Alle Hintergrundinformationen. Naja, alle. Ich habe schon irgendwie vermutet, dass irgendwie was mit Zhao und Zhongyun irgendwie was zusammenhängt, weil es irgendwie merkwürdig ist, dass er aufgetaucht ist. Huh? Looks like we're a few people short today. Morning, friends. Singcho said he wants to take some time and focus on writing poems, so he'll join us later. Jetzt sind wir so eine kleine Party. Noelle has other duties today, so she asked me to tell everyone not to wait up for her. Oh, okay. Well, never mind. What about Kelly Roy, though? She said she'd be here. Ist immer noch ein merkwürdiger Name, oder Eike? I got here really early, but I haven't seen her yet. Are you talking about the girl with the blue hair? I saw her on the bridge near Dihua Marsh during my morning training. She looked a little upset, so I didn't want to disturb her. Upset? Oh no! What should we do? Was it something we said last night? Oh, Paimon's worried. I agree. If she's run into some kind of trouble, I'd like to help her. Huh? You're all going? Then I'm coming too. Shall we start with the bridge? We're all here a little early, so there should be time. Good idea. We'll be back in a jiffy. Herz der Tiefe. Ja, damit hätten wir ja das dritte Kapitel dann. Finde Kaio. Okay. Wie habe ich so das Gefühl, sie haben Mika hier eingebaut und er wieder ein bisschen glänzt, nicht wahr, Eike? Nö. Wieso? Als wir das erste Mal ihn getroffen haben, hat er einfach nur seinen Vortrag gehalten. Und das war ja eher so, ja, okay, wir haben gelernt, er ist ein bisschen schüchtern. Nicht wahr? So wie du. Ach, Quatsch. Ich bin doch gar nicht schüchtern. Ich war früher mal schüchtern, als ich noch zur Schule gegangen bin. Aber da war ich halt auch ein bisschen gehemmter wegen, naja, du weißt ja. Deinem Autismus. Quatsch. Not now. Nee. Bleib mir weg. Wenn dich das Vieh jetzt angreift, während der Zwischensequenz. Oh, so this is the place? We ran into her here yesterday too. Eike? Was machen wir jetzt? Ich glaube, es ist weg. Hoffen, dass She er dich looked nicht like something tötet. was weighing on her mind then as well. Das kann ja auf Zeit auch nur außerhalb. It's also not far from where we were dropping those leaves. Was war das denn gerade für ein Sound? Huh. Leaves? Ach, stimmt ja, die ganzen Blätter, die wir verteilt haben. Oh, right. We were so busy matching couplets we forgot to mention. Du erzählst ein, was während eures gestrigen Inspirationsausflugs passiert ist. Interesting. Das ist ja auch wieder eine merkwürdige Geschichte gewesen, Eike, nicht wahr? Oh, wir finden ein Blatt mit so einem Gedicht drauf. Was machen wir dafür, dass das andere Blatt finden? Ja, genau, wir ganz viele Blätter verteilen in diesem Fluss, nicht wahr? Ist ja nicht so, als wenn der Fluss ein bisschen groß wäre, nicht wahr? I wonder, could Miss Callie Roy have been the one who wrote that poem on the leaf? Hmm? What makes you say that? Oh, sorry. Nothing. Well, nothing concrete. Just a hunch, I guess. Und da hat er richtig vermutet. It's just that poem on the leaf kinda gave me the same feeling as when I saw her yesterday. Now that you mention it, this is upstream from where we found the poem. Huh? Hey, look! Over there! Another leaf! Okay. Wie hat sie das jetzt erkannt? Ach, egal. Wow, you're right! And this one has writing on it too! After that leaf! Schnapp das Blatt, egal wie. Wo ist es denn? Ach, da. Boah, was? Eike? Teleportier dich zur Götterstatue. Ja. Diona hat das aus der Entfernung gesehen.
Aus 70? Katze. Ja, Katzen können aus 70 Meter aus so ein kleines Blatt sehen. Bisschen weit hergeholt, aber hey. Katzen können aus 25 Metern eine Maus wahrnehmen. Ja. Okay, das gebe ich dir. Ja. Oh, why does it have to float so quickly? Ja, okay. Wie sollen wir es denn jetzt einholen? Einfach laufen? Okay. Wo ist es vielleicht? Ah, es ist ja gleich daneben. Dann sparen wir uns ja den Weg. Wer hätte gedacht, dass wir jemals eine Quest machen müssen, wo wir ein einzelnes kleines Blatt verfolgen müssen? Can't you just fly over and grab it? But Paimon can't swim. What if Paimon accidentally falls into the water? Müssen wir sie wieder angeln? Was war das denn gerade? Wer habe ich denn gerade geredet? Was wir wieder angeln? Profi Let's Player Commentary. Ja, Leute. ja, ich weiß. Aber jetzt war ich interessiert. Was haben Sie da jetzt für ein Gedicht darauf geschrieben? Das war ein kleines Versprecher. Nein, ich mach kein Chen-Icon, nicht wahr? Du willst dann wieder sagen, ja, da geht's jetzt 10 Euro. It stopped. No! Schnapp das Blatt, egal wie. Uah, bumm. Und das Blatt ist zermatscht. Ja gut, wenn man schon hier ist, kann man auch noch ein paar Lotus einsammeln. Lotusse heißt das. Wirklich? Finally caught it. Ja klar. Kaktusse. Are the words still legible, or have they been washed out? Looks like the ink's intact. Let Paimon take a look at what it says. Das ist spezielle Laubtinte. Gedicht auf einem gefallenen Blatt. Die Gefühle bestehen noch fort, doch die Zeit ist vergangen. Der Junge an der Quelle wird alt und gebrechlich. Erst wenn die Flüsse und Träume zusammen in das gleiche Meer fließen, werden wir uns wieder in einem endlosen Gedicht an den Händen halten. Wenn er tot ist. Das ist jetzt hier kein Haiku, oder, Eike? Ich bin jetzt nicht so hundertprozentig drin. Nee, ist es nicht. Frag mich ja, wie das im Original das Gedicht ist, ne? Wegen Reim und so. Kann man ja nachschlagen. Huh? This is related to the poem we wrote in reply yesterday. She must have picked up one of our leaves. Spring. Young boy. Was meint sie damit? It's looking a lot like Callie Rowe was the one who wrote this. She seems to care a lot about that story, huh? Actually, when Paimon first saw her, Paimon was wondering. Ist mir jetzt auch im letzten Kapitel aufgefallen, Eike, nicht wahr? Dass von Ja. 7 Leuten, bei 7 Leuten, waren es doch 7, ja? Niemandem der Groschen gefallen ist, dass sie eine Okanide sein könnte. Okaniden sind ein bisschen seltener, als du es dir vorstellen magst. Ja, aber sie hat ja auch schon so ein sehr offensichtliches Aussehen, nicht wahr? Seht schon, Paimon ist das einzige fliegende Kind und keiner fragt sich, was sie ist. Der einzige, der sich gefragt hat, was sie ist, war Albedo. Ja gut, das haben wir schon sehr Und oft drüber danach nie geredet. wieder jemand. Ja, also, hey, was ist das denn? Egal. Do you think... Is it possible that she's, Ja? Based on the current and accounting for wind strength, everyone, please follow me. Das ist ja ein Vorteil, dass wir einen Kundschafter bei uns haben, was? Entschuldigung, er ist ein Ritter. Hat ja Noel gesagt im letzten Kapitel. Und was Noel sagt, das ist Gesetz. Ich war Eike? Schließlich ist sie ja der inoffizielle Geo-Account. Ja, ich hätte gerne die Reaktion This should gesehen, be wenn far du enough upstream. gesagt hättest, Let's dass split up and Noel search the auf area. Jean-Li trifft. Ups, Voriger Geo-Account, zukünftiger Geo-Account. habe ich gesagt. Das will ich dir aber auch geraten haben. das war weil ja dann zu hätte ich gesagt, offensichtlich. das nehmen wir nochmal Dass auf. sie dann sich gegenseitig dann habe ich dann gesagt, das müssen sie jetzt herausfordern. Und ich dann nochmal gesagt habe, weil sie ist ja ein richtiger Geo-Account. Denn sie kann, was kann sie eigentlich? Sie kann angreifen, sie kann heilen. Und was war noch was? Das dritte. Was war nochmal das dritte, Heike? Oh nein! Sie greifen sie an. she's surrounded by hairy Schild, du Birnenarsch. Ja, Schild kann sie auch, ja.
Das ist Eikes Lieblingswort. Ja, Birnarsch. Emerge, right now, right here. The night is cold. Moment mal. Ach so, warum steht er da oben drauf? Das ist neu. Muss da hin. Uah. Oh, natürlich. My guiding stars. Einfach nochmal frisch. Ich glaube, ja, die Blitze machen schon die meiste Arbeit. Ja, genau, stellt euch noch mal ins Wasser rein. Callie Rowie, are you okay? Ein Glück hat sich das jetzt aufgelöst. What's that? Oh mein Gott, Oh, oh. it's hideous. Ein Tröpfchen. It's a huge water droplet. This is exactly what I saw the other day. Hat er nicht gesagt, dass die Figur menschliche Form hätte? Die er gesehen hat und die sich aufgelöst hat, als er auf sie zugekommen ist? Weißt du es noch, Eike? Du hast es auch gespielt. Kaliere? Huh? Why are you all looking at me like that? Oh no, my body, is it? That voice is definitely Callie Roy's. How did this happen? Please wait a moment. Ja, Wassertropfen verwandelt sich allmählich vor allen Augen wieder Gestalt von. No. Did I use up too much energy? Ich weiß nicht, sie hätte es besser machen können, Eike, oder? Wenn sie in ihrer Wasserform ist, hätten sie ja so einen Halt runterlegen müssen unter der Stimme. Finde ich. Oder? Ja, es hätte noch ein bisschen, ich weiß schon, ein bisschen Mystik zugepackt. How did you... What's going on here? Miss Callie Rowe, are you some kind of adeptus? Nein, nicht ganz. No. I'm so sorry for deceiving you all for so long. Actually, I'm an Oceanid who flowed here from Fontaine long ago. Ozeanid. Müsste es da nicht Ozeanide heißen, Eike? Eike? Wo soll ich das wissen? Wenn man es so direkt übersetzt, müsste es auch eigentlich so heißen. What's an Oceanid? Ah, the Grandmasters mentioned them before. The Oceanids were the familiars of the former Hydro Archon. They all fled Fontaine after the Archon died and settled across the world. That's correct. Though, to tell you the truth, I can't even completely recall how I found myself here. I have a vague impression of my ancestral home, but I can't recall clearly anything I saw on my journey. Das kannst du bestimmt beantworten, Eike, oder? Was? Was war die Heimatstadt der Ozeaniden? Fontaine. Okaniden. Ja, Fontaine ist groß. Du meinst Fontaine allgemein, ja? All I know is that by the time I arrived in Mondstadt, I had lost most of my power and couldn't even sustain a physical form. Eventually, I settled in a place called Springvale, where I slowly began to regain my power. Ah, von Wasserquellen also. Springvale is a serene and beautiful place. The water that flows through there is clear and pure, just like the hearts of the people who dwell there. Na, glaubst du, sie kommt drauf? So you're the Spring Fairy of Springvale? Yes, Diona, and I remember you too, you know. When you were little, you often came to the spring at night to speak with me. Oh, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt, Eike. Du auch? Sie ist wie Barbara mit Venti. Nein. Doesn't put the dots together. Ja, das meine ich doch. Nein, ich meinte, weil wie Dione jetzt vielleicht reagieren wird darauf, wenn sie erfährt, wieso sie diese spezielle Fähigkeit hatte in Bezug auf Getränke. Genau das steht schon. Genau das wird nicht kommen. Schade. Ich sag doch, Barbara mit Venti. You're not messing with me, are ya? Um es dir mal kurz... Danke. Ja. Um es dir mal kurz zusammenzusetzen. Um dir das mal ganz kurz zusammenzusetzen für dich. Barbara hat gesehen, wie Venti de Valen im ersten Golden Capellico gerufen hat. Ja. Und wurde er nicht auch so sie bei seinen hat- Namen genannt? nein.
und sie hat es nicht zusammengepackt. Er hat ihr mehrmals gesagt, dass er Barbatos ist. Und außer in Kinkeminations Hentais wird sie niemals akzeptieren, dass er der Anemo-Archon ist und es merken. Ja, Sie die- ist doof. Und genau das passiert jetzt mit Diona. Dann weiter. Ja, genau, die kennt natürlich jeder. Your favorite little pillow, the fish one? Its name is Bubbles, is it not? Yep! All those childhood memories. So they weren't just a dream. So, if this is true, then all those things written on the leaves. Das Mondlicht floss und der Junge an der Quelle wird alt und gebrechlich. Hm. I see. So you were the ones who found my leaf. Well, you are correct. The spring fairy and heart of clear springs is me. No wonder you were asking us so many questions about it. So, the boy from the story is Finch. Und jetzt alle, die nicht wissen, wer Finch ist, das ist der NPC, der immer in der Nähe der Quelle steht, Eike, nicht wahr? Das habe ich dir vorhin erzählt. Ja, aber ich wusste es jetzt nicht sofort, weil es gibt eine Menge NPCs in dem Spiel. I Lüge. always loved listening to people's dreams, and still do to this day. Whether they're beautiful, sad, or filled with emotions I couldn't understand at the time. One night, a little boy came to the spring. The tears that fell from his face were more fragile than a moonbeam, and purer than the morning dew. I like humans, and wanted to understand them better. I also wanted to make sense of the feelings contained in his tears that were, then, a mystery to me. Ist es also eher aus Neugier gewesen? Yes, we often met under the stars, sharing our stories with one another. Sometimes, we'd stay up all night and see who would hear the first bird chirping from the boughs, or the first cicada of summer. Aw, that sounds lovely. But one day, just like the book says, I saw an emotion in Finch's eyes that I couldn't reciprocate. I felt out of my depth, in uncharted waters. But I knew all too well that we Lockfolk face a very different fate from that of humans. Whatever was happening, I didn't want it to lead to Finch writing a chapter of his life that he would later come to regret. So, I fled, and never appeared before him again. Oh, Caliroe. My strength returns very slowly, and even after decades, I can only sustain a physical form for a very short time. I once hoped that Finch would be able to move on, and meet me when the stars in the night sky have all gone out. But after seeing so many people's stories, and hearing about all their dreams, I have gradually come to understand Finch's heart. This feeling of wanting to respond to his feelings is surging relentlessly in my chest, and I can no longer restrain it. But I'm also scared. Scared that if I go and see him now, I'll bring nothing but disappointment, and even more pain when it comes time to part. Oh. It really is a difficult choice. Please go see him. Huh? Bringt's auf den Punkt. I know Grandpa Finch, and he's a really kind person. When I was struggling to learn how to draw maps, he was always encouraging me, telling me not to give up, always keep trying, and get out there and have some adventures. He often tells me stories about his past, but I've never once seen a look of regret or sadness in his face. And even though Grandpa Finch loves adventures, he still stands there by the spring, every day, as if he's waiting for something.
I believe that he's serious about his feelings for you, Miss Callie. He's never stopped hoping that he'll see you again one day. So if you want to see him too, then what are you waiting for? Huh? Oh, sorry. I think I got a bit too excited and I just thought, well, it just sort of came out. I understand. That settles it. I've decided. I will go back and see Finch. Yeah! Heißt das dann, wir werden ein bittersüßes Ende noch bekommen, Maike? Was? Werden wir noch ein bittersüßes Ende bekommen am Ende dieses Warum Events? sagt jeder bittersüß? Ich hasse dieses Wort. Sag es nie wieder. Okay. You will? Amazing! That's great! But I'd like to ask all of you for some help. Sure. Just say the word. We'll help you any way we can. Would you come to Springvale with me and help to bring Finch to my side? Ein bisschen moralischer Support sozusagen, ja? I cannot maintain this form for much longer, and I'm worried others will see me how I was just before. Leave it to me! I'm really close with Grandpa Finch! Also, please keep Finch's in my secret. I wouldn't want Springvale's tranquil waters to become agitated on account of all this. Your secret is safe with me. I won't tell anyone. That's a promise. Great. I can't thank you all enough. What's wrong? Are you gonna turn back into a water droplet? No, I'm sorry. It's just that my mind's racing. As much as I want to talk to him again, I'm still worried that I won't have the words when the time comes. Ist doch logisch. Schreib einfach ein Gedicht. A poem? Okay, good idea. I'll write him a poem. Dass sie nicht selbst aufgekommen ist. Ich meine, sie hat ja schon welche geschrieben. And it will be called Heart of Clear Springs. Ah ja, dann auf nach Quellingen. Bisschen merkwürdig, Eike, oder? Ich meine, dass sie jetzt befürchtet, dass die Leute, wenn sie jetzt als in ihrer Okaniden-Tröpfchenform da jetzt hingehen würde, dass die Leute dann davon verunsichert werden würden. Ich meine, hier stehen ja überall links und rechts irgendwelche Gegner. Hier mal ein Hillichel oder da mal eine Echse. Aber nicht wahr? nicht innerhalb der Welt. Ah, so, das ist natürlich dann... Ja, das ist dann natürlich Kontinuität.